Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Random EDM Facts. Zuerst mal vielen Dank für die positive Resonanz und das Feedback auf die erste Folge. Das hat mich sehr gefreut. Außerdem habe ich von euch auch sehr viele, sehr gute Themenvorschläge bekommen. Dadurch habe ich erstmal mehr als genügend Themen für die nächsten Folgen. In dieser Folge geht es um einen EDM-Kinofilm, Sätze mit Trademark und einen Song, der fast nur aus Samples besteht. Los geht's! Fakt 1. We are your friends. Von allen Fakten, die ich bisher recherchiert habe, war die Recherche zu diesem Thema die mit Abstand schmerzhafteste. Und ich habe mich für die letzte Folge durch das Album Willpower von will.i.am gehört. Wenn etwas gerade im Trend liegt und super populär ist, dann kommt natürlich Hollywood daher und macht einen Film darüber. Aber dann das Thema natürlich nur ganz oberflächlich behandeln und sich bloß nicht zu genau mit der Materie befassen. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Als EDM 2013, 2014 so richtig populär wurde, wurde natürlich auch ein Kinofilm darüber gedreht. Am 27. August 2015 kam dann We Are Your Friends in die deutschen Kinos. That guy right there? See that handsome man right there? He's DJing. I'm DJing. Just a side room though. Doch bevor ich auf die Handlung, die Schauspieler und alles weitere eingehe, muss ich noch etwas erklären, was in dem ganzen Film falsch dargestellt wird. Das typische Klischee. Es geht um elektronische Musik, also sind die Leute, die so eine Musik machen, auch automatisch DJs. Das stimmt so nicht. Hier eine genaue Erklärung. Grundsätzlich geht es um den Unterschied zwischen Produzenten und DJs. Wenn jemand elektronische Musik macht, kann man diese Person als Produzenten bezeichnen. Mal so grob gesagt. Wenn jemand Musik, egal welches Genre, auflegt, kann man diese Person als DJ bezeichnen. Da könnte man natürlich davon ausgehen, dass alle DJs auch Produzenten sind und Musik machen. Und genauso umgekehrt, dass DJs automatisch Produzenten sind. Wenn man sich die großen EDM-Festivals anschaut, kommt das auch ziemlich gut hin. Also zumindest meistens. Allerdings ist das kein Muss, denn es gibt auch Leute, die zwar elektronische Musik machen, aber nicht als DJs auflegen. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsmusiker, Burial. Außerdem gibt es auch DJs, die zwar elektronische Musik auflegen, aber selber keine Musik machen und auch nicht produzieren. Also geht die Gleichung, jemand, der elektronische Musik macht, ist automatisch DJ, nicht zwingend auf. Und genau auf dieser fehlenhaften Verknüpfung basiert die Prämisse von We Are Your Friends. Wir haben hier Cole Carter, aka DJ Cole, gespielt von Zac Efron, der ein bekannter und erfolgreicher DJ werden will. Mit allem drum und dran, was so dazugehört. Also, um den Durchbruch zu schaffen, braucht er natürlich noch einen richtig krassen Song. But if you're a DJ, all you need is a laptop, some talent and one track. That track is your ticket to everything. Also wieder dieses typische Klischee, was ich gerade erklärt habe. DJ James Reed, gespielt von Wes Bentley, möchte Cole dabei helfen und nimmt ihn unter seine Fittiche. Dann verliebt sich Cole noch in die Freundin von James, Sophie, gespielt von Emily Ratajkowski, weil so ein Film natürlich auch noch eine Romanze braucht. Außerdem wird Cole von seinem Freundeskreis anfangs noch unterstützt, allerdings entwickeln sich dann noch einige Konflikte, weil so ein Film natürlich auch noch ein Drama braucht. Also die typischen Probleme, die einen daran hindern, ein erfolgreicher DJ zu werden. Man kennt's. Den Rest der Handlung könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Ich muss aber gestehen, dass ich den Film nicht gesehen habe. Alleine der Trailer reicht mir aus, um mir zu zeigen, dass ich diesen Film vor lauter Cringe nicht überstehen würde. Dafür gibt es so einige ungewollte Memes im Trailer. 128 beats per minute, that's the magic number. Was an 128 BPM jetzt so besonders sein soll, kann ich euch beim besten Willen nicht erklären. Es ist halt so die Standardgeschwindigkeit von Electro House und seinen Subgenres. Das eigentliche Highlight an dieser Szene ist aber, dass der Song, der im Hintergrund gespielt wird, 140 BPM hat. Mensch, da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Oder auch diese Aussage hier. You're not gonna get anywhere using the same old sounds that every other laptop DJ uses. Aha.
Habt ihr schon mal was von Barrel gehört? Ich habe auch selber schon mal einen Bass aus einem Winkelschleifer gebastelt. Also ist das jetzt nicht gerade ein Argument, um ein erfolgreicher DJ zu werden. Sonst wäre ich das mit dieser Logik ja auch. Schon der Trailer hat ausgereicht, dass der Film in der EDM-Szene belächelt und teils auch verspottet wurde. Die Handlung ist halt wirklich fern jeglicher Realität, wenn man ein erfolgreicher DJ werden will. Ich will den Film jetzt auch nicht zu schlecht reden, denn We Are Your Friends hat am Startwochenende gerade einmal 1,8 Millionen US-Dollar eingespielt. Und damit so wenig wie kein anderer in Hollywood produzierter Film, der in mehr als 2000 Kinos gestartet war zuvor. Außerdem war es auch das Filmdebüt von Max Joseph. Also wenn ihr mal einen lustigen Filmabend machen wollt, schnappt euch eure EDM-Freunde und nehmt den Film einfach nicht ganz so ernst. Ihr werdet trotzdem während dem Film ständig von Produzenten und DJs aus eurem Freundeskreis den Satz hören: Also realistisch ist es nicht. Denn um ein erfolgreicher DJ und/oder Musikproduzent zu werden, muss man sich mit ganz anderen Themen befassen. Mixing, Mastering, Beats, Effekte, Fakt Nummer 2. Gesicherte Phrasen. Lasst uns mal über Drop Vocals sprechen. Zuerst mal, was ist überhaupt ein Drop Vocal? Das ist ein Wort oder ein kurzer Satz, der nach der Steigerung, dem sogenannten Build-Up, und vor dem Drop, also dem Tanzpart, kommt. Hier mal ein paar bekannte Beispiele. Let me take a selfie. 3, 2, 1, go! Oder auch sowas hier. Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness the Duke of Edinburgh. Ich hab da auch mal was gebastelt. This sick beat. Was man dazu sagen kann: Moment, es hat gerade an der Tür geklopft. Ich habe Post bekommen. Taylor Swift will mich verklagen, weil ich den Satz This Sick Beat verwendet habe? Am 28. Oktober 2014 ist der Song Shake It Off von Taylor Swift erschienen. In diesem Song kommt auch der genannte Satz vor. Das ist aber nicht der einzige Satz, hinter dem ein Trademark oder Registered steht. Von ihrem Album 1989 sind noch 4 weitere Sätze betroffen. Party like it's 1989. Diese Sätze dürfen seit Januar 2015 nicht mehr in anderen Songs verwendet werden und auch nicht auf Textilprodukten, Handyhüllen oder Laptops gedruckt werden. Das gibt eine Anzeige. Als das bekannt wurde, gab es einen ordentlichen Aufschrei in der Musikwelt. Es bestand die Sorge, dass jetzt auch andere Musiker auf die Idee kommen, sich verschiedene Sätze aus ihren Songs rechtlich sichern zu lassen. Dadurch hätte man selber irgendwann keine Texte mehr, die man verwenden könnte und vor allem dürfte. Als Protest gegen die Aktion von Taylor Swift hatte Ben Norton aka Peculate den Song This Sick Beat Trademark veröffentlicht. Ihr könnt ja mal raten, was der Text des Songs ist. Der Song ist zwar nicht komplett viral gegangen, aber hat trotzdem eine ordentliche Reichweite bekommen. Selbst jetzt in 2024, also 9 Jahre später, ist der Song immer noch online und Ben Norton scheint dafür auch nie rechtliche Probleme bekommen zu haben. Das soll euch jetzt aber nicht dazu ermutigen, die Grenzen mal auszutesten. Gab es jetzt noch andere Artists, die ihre Texte gesichert haben? Also Texte wurden nicht explizit gesichert, es wurden nur halt diverse Unternehmen verklagt, weil sie zum Beispiel Porträts von Rihanna auf ihren Produkten hatten. Aber das ist dann doch nochmal was anderes. Die große Angst, dass man bald keinerlei Texte mehr verwenden darf, hat sich im Nachhinein nicht bewahrheitet. Also wenn ihr einen Song schreibt, achtet darauf, dass ihr keinen von Taylor Swift gesicherten Sätzen verwendet. Vor allem nicht als Drop Vocal in einem EDM-Song. Das könnte sonst zu ordentlichen Problemen führen. Fakt Nummer 3. Alles nur Samples? Sommer.
einfach die beste Jahreszeit. Jedes Jahr gibt es auch passend dazu einen oder mehrere Sommerhits. Einer der Sommerhits in den Jahren 2012 und 2013 war Sonnentanz vom österreichischen Duo Klangkarussell. In 2 Jahren deswegen, weil der Song 2012 als Instrumental und ein Jahr später mit Gesang veröffentlicht wurde. Falls ihr die Nummer nicht mehr im Ohr habt, hören wir mal kurz rein. Es ist einfach eine entspannte Hausnummer mit vielen Jazz-Elementen. Da haben sich die beiden bei der Produktion sicherlich viel Mühe gegeben. Nein, ich mein, nein. Der Song besteht nämlich fast nur aus Samples. Bevor ich euch das beweise, muss ich noch etwas für alle Nicht-Music-Producer erklären. Samples sind nicht zwingend Ausschnitte aus bestehenden Songs, wie es im Hip-Hop ja sehr häufig gemacht wird. Wenn man einen anderen Song samplet, läuft man auch schnell Gefahr, Probleme wegen dem Copyright zu bekommen. Deshalb gibt es sogenannte Sample Packs. In diesen Packs sind eine Ansammlung verschiedener Sounds enthalten. Entweder als Loop oder als One-Shot. Die Bezeichnungen sind dort ziemlich selbsterklärend. Das Besondere an diesen Samples ist, dass sie royalty-free sind. Also man kann und darf sie in eigenen Produktionen verwenden, sie nach Belieben bearbeiten, das Ergebnis als Song oder Remix dann auch offiziell veröffentlichen und damit Geld verdienen. Also damit ist alles legal und rechtlich abgesichert. Sample Packs gibt es zu verschiedenen Genres und Styles. Die beiden Jungs vom Klangkarussell haben sich da ein bestimmtes Pack geholt, verschiedene Samples davon rausgesucht und diese dann zusammengesetzt. Hier mal ein paar Beispiele. Sie haben aber nicht mal die Tonlage oder die Geschwindigkeit der einzelnen Samples geändert, sondern sie unbearbeitet übernommen. Das ist aber alles komplett in Ordnung. Allerdings ist es alles andere als kreativ. Denn dadurch gehen das Originelle und Eigenständige verloren. Außerdem ist es schon etwas seltsam, wenn man so wenig Eigenes zu seinem Song beisteuert. Das größte Problem dabei, somit können andere Songs die gleichen Melodien und Sounds haben wie dein eigener Song. Und das eben sehr einfach. Klangkarussell waren übrigens nicht die einzigen, die mit einem Song, der fast nur aus Samples besteht, einen EDM-Hit gelandet haben. Nicht wahr, Steve Angello? Die beiden Jungs von Rob und Chris haben sich das dann zu Nutzen gemacht, das gleiche Sample wie Steve Angello in Knaz verwendet und daraus ihren Song Eskalation gemacht. Allerdings haben sie hier das Sample noch dezent verändert. Ach ja, und ein paar Sample-Loops aus Sonnentanz bzw. dem Sample-Pack, das dafür genutzt wurde, hat J-Frog später auch mal verwendet. Das ist alles, wie gesagt, nicht schlimm und rechtlich auch vollkommen in Ordnung. Aber es hinterlässt doch irgendwie einen Beigeschmack. Man muss aber dazu sagen, dass es auch immer darauf ankommt, wie man solche Samples verwendet und was man damit bzw. daraus macht. Dazu würde mich mal eure Meinung interessieren. Stört euch sowas? Schreibt das gerne in die Kommentare.
Und was lernen wir daraus? Man kann auch mit einem Song, der so gut wie nur aus Samples besteht, Platin gehen. Moment, ich muss los! Meine Sample Library durchforsten. Das war die zweite Folge von Random EDM Facts. Welcher Fakt hat euch am meisten überrascht? Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Abonniert den Kanal, wenn ihr die nächste Folge von Random EDM Facts nicht verpassen wollt. Falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr sie hier nachholen. In diesem Sinne, macht's es gut und bis zum nächsten Video. Servus!